So, heute sind wir mal in Ordu unterwegs. Wir haben das Auto gerade abgegeben in die Werkstatt. Hat heute einen Werkstatttag, also Beauty-Salon fürs Auto. Naja, nicht ganz. Das Lenkgetriebe wird repariert, weil, ja, ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, es ist der Weg gewesen aus Jaila und so, das geht halt aufs Auto, muss halt gemacht werden. Schauen wir mal, wir haben jetzt Zeit bis heute Nachmittag und werden jetzt so ein bisschen in Ordu rumgehen. Dann nehmen wir euch mit. Da vorne sieht man dann den Berg von Ordu, wo dann die Seilbahn hochgeht. Und was wir hier noch haben, ist ein Flieger. Überall hier am Strand sind Parks. Das ist alles sehr schön hier. Ordu ist schön, könnte man wohnen. Wir sind jetzt hier am Teleferik an der Seilbahn angekommen. Gehen dann noch ein bisschen weiter, fahren nicht mehr hoch dieses Jahr, glaube ich zumindest. Und ja, hier wird was für die Straßenhunde getan. So ein Eimer mit Essen und ein Eimer mit Wasser. Können die herkommen und sich bedienen. Aber bestimmt leer. Wenn die so einen Hund haben wie Atesh, ja, nichts drin. Vor der Stadtverwaltung haben wir hier stehen jede Menge Gerätschaften, die du dir wahrscheinlich ausleihen kannst, keine Ahnung. Aber ja, stehen hier so rum, aber die sehen auch irgendwie noch ziemlich ungebraucht aus. Und keine Ahnung, wofür das teilweise ist. Wir sind am Fündig-Museum angekommen. Auf Deutsch, das ist hier das Museum für die Haselnüsse. Gibt sogar ein Museum für. Dann gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ja, hier ist die Bearbeitung, wo geht wohl weiter. Hier ist Sarah. Das sind hier die großen Spezialisten für Fündigbearbeitung. Das ist ein interessantes Museum. Jo, was habe ich hier gelernt? Erstens, es ist schön leer hier. Aber das habe ich nicht gelernt. Gelernt habe ich, dass die Fündigs hier in der Gegend erst 1805 bis 1810 gepflanzt wurden und seitdem geht es hier los. Diese Verarbeitung der ganzen Fündigs, das was man hier jetzt auch gesehen hat, das kenne ich irgendwie alles noch vom selber pflücken. Und ja, viele Sachen kommen da einem bekannt vor, die haben sich dann wohl über die Zeit nicht ganz so geändert. Ja, auf jeden Fall zu empfehlen, solltet ihr mal in Ordu sein, geht hier in dieses Museum rein. Wir lassen es uns jetzt gut gehen mit Aschure und mit Profiterole. Sehr süß. Und was war das nochmal? Naja, sagt sie uns vielleicht noch. Jetzt sind wir wieder hier an der Promenade lang gelaufen, nachdem wir in der Stadt was essen waren. Und ja, so sieht es aus bei Tag. Wir waren ja schon mal hier, waren wir in der Nacht hier. Jetzt sieht es so bei Tag aus. Und jetzt gehen wir mal zu einer Kirche.
Gucken wir mal. So haben wir gedacht, vielleicht noch mal eine Tour zu machen mit einem Schiffchen oder mit dem großen Schiff. Das große Schiff ist weg, das kleine Schiff ist noch da, aber beide fahren nicht. Also das große ist auch nicht unterwegs. Es ist jetzt nach der Saison, es geht auf den Winter zu und dementsprechend werden wir hier nichts mehr. Keine Touri-Touren mehr, nichts. Im Übrigen, hier ist die Kirche, auch gegenüber. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen, weil hier der Weg ist jetzt dicht. Schauen wir mal. Müssen wir wahrscheinlich wieder ein Stück zurück, einen Fußgängerüberweg nehmen und dann können wir hier rüber. Oder vielleicht gibt es da vorne auch noch einen Fußgängerüberweg. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist es schön hier. Hier nochmal ein schöner Ausblick auf Ordu. Strand, wo wir jetzt schon ein ganzes Stück lang gegangen sind. Ganz da hinten ist das neue Stadion zu erkennen. Da in der Nähe ist unser Auto jetzt im Moment zum Reparieren. Ja, aber da müssen wir nicht hin. Beziehungsweise doch, aber wir werden wohl ein Taxi dann nehmen. Ja, wollen wir hier weg? Nein. Ja, das sind so alte Häuser, also zumindest das rechte, mit hier herrlichem Ausblick, auch die da drüben. Das ist ein Hotel, das man da reingebaut hat in 2 Häuser. Zumindest bleiben diese alten Häuser so, wie sie hier dann an der Schwarzmeerküste waren, so erhalten. Schön wäre es gewesen, man hätte sie alle erhalten und keine Hochhäuser gebaut, aber das ist wohl Wunschdenken. Also Taschbasche heißt die Kirche und da gehen wir jetzt ruf. So, angekommen hier. Treppensteigen ist schon schwierig. Hier gibt es noch einige alte Häuser. Schön ist das. Oh, hier oben hat man einen schönen Ausblick auf das Meer. Da hinten ist Teleferik, Seilbahn hoch auf den Berg. Einfach nur schön hier. Habe ich schon mal gesagt? Das gehörte bestimmt auch mal hier zur Kirche dazu. Allerdings hat man das jetzt hier fürs Hotel, was oben drüber ist, genutzt. Ja, das ist die Seite der Kirche. Mal gucken, ob man da auch irgendwie reinkommt. Ja, so sieht es hier drin aus. Der Künstler, der hier ausstellt, der hat auch in Jasonburnu die Figuren ausgestellt. So sieht sie jetzt von innen aus, die Kirche. Wie gesagt, das ist hier auch abgemalt aus der Hagia Sophia. Gut, aber mehr ist hier irgendwie auch nicht zu sehen. Gehen wir wieder raus. Ja, diese Kirche wurde von orthodoxen Christen 1853 erbaut. Ab 1920, 30 wurde es hier weniger. Und ja, trotzdem nutzt man sie jetzt noch als Ausstellungsraum, aber nicht mehr als Kirche. Hier sind auch noch ein paar alte Häuser. Also man hat hier, da oben steht auch noch was, das müsste wohl renoviert werden. Aber das ist bestimmt recht teuer, hier sowas zu renovieren.
Aber immerhin einige sind noch da. Finde ich gut. Haben wir eben gerade gefunden. Hier geht es um die Zeitungsgeschichte der ersten Zeitung hier in Ordu. War schon ewig her. Und hier stehen noch ein paar Maschinen rum, die dafür genutzt wurden, um die Zeitung herzustellen. Hat man denn hier ausgestellt? Ja. Interessant. So, jetzt sind wir in der Stadt fertig, waren noch beim Optiker. Sharifa hat noch Injeri gekauft, Feigen, war noch shoppen und jetzt gehen wir noch irgendwo in Richtung Teleferik und dann geht's vielleicht irgendwie weiter zurück. Vielleicht hören wir dann irgendwann mal was vom Auto. Schauen wir mal. Das ganze Tisch. Wir sind mal wieder am Essen. Was gibt's? Mexican Chicken, irgend sowas. Ein Salat für beide. Und ich habe mir jetzt mal einen Burger bestellt. Und das Beste an dem Ganzen ist, wir wissen mal rein gar nicht, was das Ganze kostet. Wir haben es einfach bestellt. Schauen wir mal. Schmeckt's? Scharf. Scharf. Mexican halt. Für Toast. Ja, jetzt sind wir mit Essen fertig und laufen jetzt am Strand entlang. Der ist da. Und gehen Richtung Auto. Das Auto ist mittlerweile fertiggestellt. Und das können wir jetzt abholen. Ja, für das Essen haben wir rund 26 € bezahlt, das was ihr gesehen habt. 2 Chai, 2 Wasser, Cola und noch was. Und eben die Essen und Salat dazu. Ist okay und hat sehr gut geschmeckt. So, gehen wir mal das Auto holen. So, wir sind an der Werkstatt angekommen, aber was fehlt, ist unser Auto. Keine Ahnung, wo es ist. Ja, wir wissen es schon. Spur musste noch eingestellt werden und jetzt ist auch Probefahrt und dann kriegen wir das gleich und dann können wir nach Hause fahren. Hoffe ich doch, wenn die Probefahrt gut verläuft. So, und hier sind wir. Also sie haben sich gut um uns gekümmert. Das ist die ganze Straße. Ja, halt Laden. So, wir sind wieder zu Hause. Kaputt. Fast 16, 17 Kilometer gelaufen insgesamt. Das Auto ist wieder heil. Die Lenkung, da hat es einen Schlag gegeben. Wie gesagt, die Eilerfahrt. Das wurde alles gemacht. Gekostet hat das jetzt knapp 200 € insgesamt vertretbar. Gut, das war unser Tag in Ordu.